Ja, und auch diese Woche hat uns Corona noch fest im Griff. Daher nochmal herzlich willkommen zu einer weiteren virtuellen Planetariumsshow hier aus der ESO Supernova. Mein Name ist Tobi Beuchert und ich bin hier Presenter und Astronom im Haus. Wenn ihr heute Abend mal in den Sternenhimmel schaut, dann seht ihr zwei helle rote Punkte. Einer ist der Mars und dicht daneben im Sternbild des Stiers der Stern Aldebaran. Tja, beide schauen recht ähnlich aus, sind auch ähnlich hell, mit dem Unterschied, dass der Stern Aldebaran 30 Millionen Mal weiter entfernt ist als Mars. Ja, um genauso ein Gefühl für Größenordnungen und Entfernungen geht es heute. Und wenn es uns schon nicht möglich ist, zu diesen fremden Sternen und fernen Galaxien zu fliegen, so kennen wir hier im Planetarium zumindest keine Grenzen. Wie auch in den letzten Planetariumsclips bekommen wir zunächst mal den Himmel über Garching zu sehen. Mit dem Unterschied, dass wir es heute hier nicht dunkel werden lassen, zumindest nicht auf der Erde. Denn heute wird unser Planetarium zum Raumschiff und wir starten von der ESO Supernova aus ins Weltall. Die ESO Supernova taucht hier unten auch schon im Bild auf und wir sehen, wie das Hauptquartier der Europäischen Südsternwarte und auch der Forschungscampus in Garching immer kleiner und kleiner werden. Der Übergang von der Erdatmosphäre in den Weltraum ist fließend. Manche Organisationen sagen, er beginnt ungefähr in der Höhe von 100 bis 200 Kilometern. Das ist nicht viel weiter weg als Nürnberg von der ESO Supernova aus gesehen. Die Atmosphäre, die wir gerade durchfliegen, ist also gar nicht mal so mächtig, wie sie oft scheint. Wie dünn sie wirklich ist, sehen wir bei einem Blick auf diesen Schnappschuss hier. Mit dem Verlassen der Atmosphäre wird es, wie Astronautinnen und Astronauten berichten, ziemlich schnell pechschwarz und dunkel. Das liegt daran, dass man nur die Sonne selbst als grellen Fleck sieht, aber es keine Luft um uns herum gibt, die das Sonnenlicht streut und es damit taghell oder zumindest dämmerig werden lässt. Die Entfernung, die wir gerade zurücklegen, sind übrigens vernichtend gering im Vergleich zur Entfernung des nächsten Sterns. Dorthin würde ein Flug mit einem echten Raumschiff ganze 150.000 Jahre dauern. Aus diesem Grund erscheinen uns die Sternbilder, auch in der Entfernung von inzwischen Tausenden von Kilometern von der Erde, noch unverändert. Da wären zum Beispiel, wenn wir unseren Blick mal nach rechts wenden, das Sternbild des Orion. Na, wer erkennt's noch? In unseren letzten Planetariumsclips ging es ja genau um den Orion. Hier ist er zu finden, ganz typisch mit seinen Schultersternen. Links daneben, dicht gefolgt von seinem Jagdhund Sirius. Ja, und die beiden sind also gerade auf der Jagd, und zwar nach einem Stier. Der Stier, der ist direkt rechts von Orion zu finden. Hier ganz typisch mit seinen zwei Hörnern, die sich also hier in den Himmel strecken. Diese Sternbilder bleiben übrigens auch genauso unverändert, wenn wir sie von einem anderen Planeten unseres Sonnensystems anschauen würden. Wie zum Beispiel vom Mars, denn den Mars, den können wir hier direkt sehen. Der befindet sich neben dem Sternbild des Stiers aktuell im März. Und das Ganze schauen wir uns doch jetzt mal ein bisschen genauer an, am besten vom Mars aus, damit wir auch gucken, dass ich recht habe. Und damit wir nicht noch ein halbes Jahr warten müssen, bis wir mit unserem Raumschiff beim Mars angekommen sind, nutzen wir doch mal die Vorzüge des Planetariums und begeben uns auf einen direkten Flug zum Mars. Wir schwenken mal in die Richtung, fokussieren unser Ziel und dann geht die Reise schon los. Ja, man sieht, dass der Mars auch schon langsam näher kommt. Im Hintergrund also immer noch der Stier. Ja, und hier sehen wir auch schon die Oberfläche des Mars mit seinen Monden außenrum. Und wenn wir jetzt also nochmal hinter den Mars schauen, können wir uns vergewissern, dass der Stier immer noch genauso aussieht wie von der Erde aus betrachtet. Jetzt sehen wir hier im Sternbild des Stier also schon wieder einen hellen roten Punkt, wie hier markiert. In dem Fall handelt es sich also nicht um den Mars wie vorhin, denn da sind wir jetzt gerade, sondern um den Stern Aldebaran. Aldebaran ist ein Teil des Sternbilds Stier. Dieser Stern ist so weit entfernt, dass sein Licht knapp über 60 Jahre zu uns zum Mars braucht und vom Mars zur Erde sind es dann nur noch so 10 bis 15 Minuten. Tja, während unser Raumschiff in echt wohl über, 1 Million Jahre zu Aldebaran bräuchte, schaffen wir es mit der Simulation des Weltalls im Planetarium in, wenigen Sekunden. Ich würde sagen, wir begeben uns mal auf diese Reise, visieren mal den Stern an und unsere Reise geht
hinaus aus unserer Komfortzone, unserem Sonnensystem, das im Vergleich zur Milchstraße, in der es sich befindet, nicht größer ist als ein Staubkorn in der Münchner Innenstadt. Was sehr spannend ist, das Sternbild des Stiers sieht lediglich von der Erde oder dem Mars so aus, wie wir es kennen. Dass die Sterne darin alle unterschiedliche Entfernungen von der Erde oder dem Mars haben, würde man erst erkennen, wenn man so weit geflogen ist wie wir gerade im Planetarium. Ein Anblick, der uns Menschen wohl für immer verwehrt bleiben wird. In unserem Planetarium ist es übrigens auch kein Problem, unsere Milchstraße zu verlassen. Und das Spannende ist jetzt, bei der Berechnung unseres Kurses müssten wir nicht mal auf die ganzen 200 Milliarden Sterne achten, die hier in der Milchstraße verteilt sind. Die sind nämlich alle so weit voneinander entfernt, dass das Licht zwischen den Sternen schon mehrere Jahre unterwegs ist. Also keine Sorge, die Wahrscheinlichkeit auf unserem Kurs mit irgendeinem Stern zusammenzustoßen ist wirklich gering. Also seid ihr bereit für unseren interstellaren Flug? Dann schnallt euch an und los geht's. Eine solche Reise würde so viele Jahre dauern, dass ich das Wort für diese Zahl wahrscheinlich erstmal nachschlagen müsste. Auf jeden Fall ziemlich viele Nullen. Wir bewegen uns jetzt also langsam raus aus dem Sternbild des Stiers und alles, was hier dargestellt ist, beruht tatsächlich auf Daten von Teleskopen, wie sie sich auf der Erde befinden oder auf Satelliten in einer Umlaufbahn um die Erde. Und dass das so falsch nicht sein kann, das zeigt dieses Foto hier, ein echtes Foto einer Spiralgalaxie mit der Hausnummer NGC 1187, aufgenommen mit dem Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte. Und wo wir schon von Entfernungen haben, diese Galaxie ist wiederum 1 Million Mal so weit von unserer Milchstraße entfernt, wie der Stern Aldebaran von der Erde in unserer Milchstraße.